Alles klar, das nächste, was wir implementieren, ist Rollen. Zum Beispiel beim Spiel Dark Souls kann man nur springen, wenn man auch sprintet. Eventuell werden wir das gleiche auch hier machen. Wenn man sprintet, kann man springen. Das Rollen hingegen, das ist so im Grunde essentiell für jedes Souls-Game, das auf dem Markt ist. Im Grunde nutzen die Spielemechaniken das Rollen, um halt Attacken auszuweichen und so weiter. Also ist das Rollen essentiell für so ein Spiel wie Souls. Die Rollenanimation ist nicht so einfach da, um aus dem Asset das zu holen. Deswegen muss man da sich mit Blender behelfen. Holt euch einfach das Rollen-Event für den Greystone-Charakter. Wer sich in den Kurs einschreibt, der kann das dann einfach dort herunterladen. In der YouTube-Version könnt ihr euch einfach eure eigene Animation machen und diesem Tutorial folgen. Im Grunde wollen wir dieses Rollen als Animation erstmal in den Asset-Folder packen. Hierzu gehen wir in den Content-Browser und in dem Player-Ordner, da wollen wir das Asset einfügen. Die aus Blender animierte FBX hole ich dann auch von meinem Desktop. Greystone Char Rollen und öffne das Ganze. Das FBX fragt nach einem Skeleton. Wir wollen unseren Greystone Skeleton hier auswählen. Die Einstellungen hier sehen soweit gut aus. Wir werden sehen. Einfach importieren. Sieht so aus, als wenn wir hier einen Fehler haben. Und zwar, okay, die Animationslänge von 1,4 ist jetzt nicht kompatibel. Das müssen wir in Blender kurz anpassen. Die Animation passt hier noch nicht. Ich spiele das mal ab. Ich exportiere das Ganze nochmal. File, Export FBX. Überschreibe den alten. Probiere es nochmal. Import Greystone Chair Rollen. Holen wir das Skeleton Greystone. Das müsste soweit passen. Import. Okay, diesmal scheint es besser zu laufen. Er hat jetzt nicht alle Skeleton-Teile abgedeckt. Schauen mal, wie das funktioniert. Der rollt bei uns durch die Gegend. Und das wird erstmal reichen zum Weitermachen, ohne jetzt groß Feintuning noch zu machen. Um es halt in Unreal Engine zu bearbeiten, reicht das aber. Wir wollen erstmal die Animationsdauer erhöhen, indem wir hier mit der Maus draufklicken und auf 0 setzen einmal. Dann befinden wir uns in der Ausgangsposition. Im Skeletonbaum auf der linken Seite gehen wir hin und holen uns das Root-Element. Und hier oben drücken wir auf Key hinzufügen. Und dann ziehen wir diesen Balken hier einfach vor. Und am Ende wollen wir ihn etwas verschieben. Einfach W drücken. Ein bisschen länger ziehen, das Ganze. Hier wollen wir den nächsten Key hier oben einfach einfügen. Das Ganze geschieht halt im Root-Element mit den Keys. Das Ganze lässt den Spielerchar einfach ein bisschen länger rollen. Ich drücke mal auf Play und man sieht, dass er ein bisschen weiter und länger rollt. In den Asset-Details kann man hier noch die Rate Scale noch anpassen, um etwas Feinjustierung zu machen, wenn man möchte. Dann brauchen wir hier auf der linken Seite noch Root Motion. Das enablen wir hier einmal. Einfach draufdrücken. Wenn der Spieler dann mit der Leertaste rollt, dann wird er sich damit auch bewegen. Wir werden nachher sehen, was damit gemeint ist. Das Ganze speichere ich kurz. Und wir machen daraus eine Animation, eine Montage. Hier einfach rechts draufklicken, Create und Animation Montage. Create Animation Montage. Jetzt haben wir diese Animationsmontage draus gemacht. Damit das Ganze funktioniert, wollen wir das in einen Slot packen bei der Animationsblueprint, diese Animation Montage. Hierzu gehen wir in die Animationsblueprint from Greystone. Ich speichere kurz alles nochmal, Save All. Wir nutzen dazu einen Slot, gehen in den Animationsgraph. Gibt es halt nicht so viel zu sagen zu der Geschichte. Details können wir uns später mal ansehen. Wir wollen erstmal mit Rechtsklick hier einen Slot erstellen. Slot einfach eingeben. Slot, Default Slot unter Montage. Den verwenden wir jetzt einmal hier. Kompilieren und speichern. Und bei den Slots hier haben wir auf der rechten Seite viele verschiedene Slots für den Greystone. Und wir holen uns für den Greystone Mesh Charakter einfach den Full Body hier einmal. Kompilieren das Ganze und speichern das wieder. Und was wir jetzt noch machen wollen, ist im Content Browser
Holen wir uns unsere Animationsmontage wieder. Hier gehen wir auf Default Slot Group. Unter Slot holen wir uns den Slot Name und da holen wir uns einfach den Default Group Full Body. Was wir hier jetzt machen in der Animation Blueprint, also wir machen nichts Schwieriges. Also ihr könnt hier im Grunde irgendwelche Funktionen und Animationen mit verschiedenen Slots machen. Im Grunde kann man bei der Montage hier verschiedene Slots mit verschiedenen Animationen belegen. Wundert euch nicht wegen dem Bug, wieso der hier einfach stecken bleibt, obwohl die Animation läuft. Das scheint nach einem Bug zu sein in der Unreal Engine. Und wir haben hier im Grunde den Full Body ausgewählt. Das wird auch so funktionieren. Ich speichere das Ganze mal hier, schließe es, öffne es neu. Und dann funktioniert es ganz normal und ganz gut, wie es sein soll, mit dem Full Body. Ist halt nur so ein Unreal Engine Bug, wenn man jetzt den anderen Slot auswählt. Schließen, öffnen, dann geht das wieder. Jetzt gehen wir hin und machen das Ganze etwas schneller. Ich Rate-Scale das mal hoch, 1.4. Jetzt ist es entsprechend etwas schneller. Was man auch noch machen kann, ist hier einfach Rechtsklick zu drücken in der Timeline. Und was man hier unten noch machen kann, ist einfach Rechtsklick hier bei Notifies und Add Notify. Da kann man ja während der Laufzeit dieser Animation auch noch so Sachen machen wie Spielersound spielen oder Partikeleffekte mit einfügen und solche Geschichten. Heißt, wenn wir hier später zurückkommen oder zurückkehren, werden wir hier einfach irgendwelche Sachen noch hinzufügen im späteren Verlauf des Kurses, nur um das einmal gesagt zu haben. Hier kann man das finden, um diese Szenen noch zu erweitern mit Add Notify und dann entsprechend den verschiedenen Sachen. Um einmal ein Beispiel zu nennen, wenn wir hier bei der Animationsblueprint sind, können wir hier uns das rausziehen und etwas hinzufügen. Blend Poses by Bool. Im Grunde können wir dann dieses True Pose und False Pose hier nutzen. Ich promote das einmal zur Variable hier. Wir können hier einfach die Pose, und zwar True oder False, als Promote to Variable einfach hier rausziehen. Nennen das Ganze ist Rolling. Das Ganze, was wir hier machen, wird im Grunde ausgeführt, wenn es True ist, hier bei der True Pose. Natürlich wollen wir dieses Idle und Joggen und Sprinten jetzt nicht bei der True Pose haben, sondern unser Rollen. Deswegen switchen wir das alles jetzt um es auf dem False Pose zu spielen. Jetzt haben wir die Logik einmal in der Animation entkoppelt. Bei True machen wir Rollen und sonst im False-Fall ist er im Idle, Joggen oder Sprinten. Was wir auch machen können, ist aus diesem Ground Local Motion Bewegung einen Cache zu machen. Eine Cached Pose. Einfach hier rausziehen, Cache eingeben und Cached Pose, New Save Cached Pose auswählen. Nennen das Ganze Ground Local Cache. Wenn wir jetzt Rechtsklick eingeben, Ground, können wir Use Cached Pose Ground Local Cache auswählen und das Ganze hier verwenden. Einmal speichern, kompilieren. Kompilieren, speichern. Das Ganze können wir uns einmal kopieren mit STRG D. Diese zwei hier unten. Die Logik etwas erweitern. Den Slot nehmen wir dann einfach hier statt Full Body den Upper Body. Den nächsten Cache nutzen wir, um den Upper Body Cache zu machen. Wir nennen ihn um. Im Grunde nutzen wir den Cache-Speicher, um verschiedene State, verschiedene Positionen einfach abzuspeichern. Aktuell sind das die gleichen Verhaltensmuster. Wir wollen das im späteren Verlauf noch etwas anpassen und ändern. Für den Moment können wir den Upper Body Cache holen. Use Cache Pose Upper Body Cache und in den Full Body einstöpseln. Ja, lass uns schauen, ob das ohne Errors, ohne Fehlermeldungen läuft. Sonst müssen wir das noch fixen im Nachhinein. Müsste soweit aber passen. Alles mal hier kompilieren, speichern. Der Charakter soll bei uns rollen, wenn die True Pose True ist. Wenn isRolling True ist, dann wird er rollen. Und sonst soll er die normalen Gewohnheiten haben. Idle, Joggen oder Sprinten, wenn es insgesamt False ist. Das hilft dann bei dieser Animationsmontage, der dann halt im Full Body Modus läuft, um das Ganze hier richtig auszuführen.
im richtigen State. Sobald das ganze isRolling hier true ist halt nur so ein Setup, so ein Workaround, um der Montage halt zu behelfen, dass das richtig funktioniert. Was wir jetzt machen wollen, wir wollen zum Event Graph und da einmal ins Interface und uns eine weitere Methode schreiben. Also wird unser Interface eine weitere Funktion beinhalten. Fügen wir über add einfach eine neue Funktion hinzu und nennen das Ganze Rolling State. Genauso mit so einem Input Boolean namens State. Zurück im Event Graph von der Animation. Da holen wir dieses Event Rolling State. Add Event Rolling State. Da brauchen wir einfach dieses isRolling als Variable hier unten links. Das pluggen wir hier einfach hin. Plug and Play. Das müsste unseren Animationsblueprint einmal abdecken. Jetzt gehen wir wieder zurück in den Hero-Charakter, in unseren Event Graph dort. Hier oben haben wir das Sprinting mal abgedeckt im letzten Video. Hier unten machen wir jetzt ein Rollen. Hierzu brauchen wir zunächst in den Projekt Settings einmal einen weiteren Action Mapping. Fügen da eins hinzu. Nennen das Ganze einfach. Das Ganze soll mit einer Leertaste gehen. Space Bar. Speichern das Ganze. Im Hero-Charakter gehen wir dann halt hin und holen uns mit Rechtsklick Rolling als Action Event Input. Wichtig ist, dass wir den Input Action Event geholt haben. Die Montage hier, die wir nutzen, die funktioniert nicht so wie beim Sprinten mit dem Notify. Im Notify funktioniert das gar nicht, dass man das dort einfügt. Heißt, wenn ich hier Play Montage hole, das Ding, das funktioniert nicht in dieser Notify-Geschichte vom Sprinten. Wenn wir uns die OnRap mal anschauen und hier Play Montage haben, da haben wir nicht das Play Montage, sondern da ist so ein Play Anim Montage. Damit habe ich es noch nicht ausprobiert. Kann natürlich sein, dass das irgendwie auch funktioniert. Ist halt etwas anderes als dieses Play Montage, womit wir das hier realisieren. Deswegen werden wir uns erstmal einen anderen Weg anschauen, wie das gehen kann. Wir machen uns da erstmal eine Variable namens Rolling und wollen die Replication auf Replicated haben. Wir werden uns gegebenenfalls auch einen Multicast anschauen mit dieser Rolling-Variable. Wir wollen hier einmal das rausziehen und gucken im Grunde, ob wir rollen dürfen. B gedrückt halten, klicken, Branch. Also wenn das Rollen true ist, das heißt wir sind am Rollen, dann wollen wir ja nicht, dass das insgesamt nochmal ausgeführt wird. Wir können auch sagen, wenn Rollen nicht wahr ist, einfach hier ziehen, not Boolean. Und wenn Rolling nicht true ist, dann kann der Spieler Rollenanimationen anschalten. Das heißt, wenn Rolling nicht wahr ist, dann ist hier true und der Spieler darf dann sich umherrollen. Ohne das Rep Notify wie oben, wenn wir hier mit Custom Events arbeiten und uns die einmal holen, Add Custom Event, Server Event ist der erste, Server Event Rolling, der ist bei uns Run on Server, Reliable, Compile Safe. Also wenn der Spieler rollen darf, das heißt der Server sagt, du darfst rollen, das heißt Set Rolling. Der Server sagt hier im Grunde, du darfst rollen, Haken setzen. Das Ganze auf der Serverseite und der Klient, der wird sich hier oben updaten und sagen, okay, er darf sich umherrollen. Das heißt Server hier und Client hier. Die kommunizieren miteinander. Wenn der Spieler gerade am Rollen ist, dann kann er nichts machen. Und wenn er nicht am Rollen ist und rollen will und der Server sagt ja, dann wird er entsprechend rollen dürfen. Jetzt brauchen wir unser Server Rolling Event. Server Rolling Event. Jetzt ist der Spieler am Rollen. Den nächsten Event-Handler, das ist ein Multicast, den wir nennen. New Event. Ein Custom Event. Add Custom Event. Multi-Rolling. Es ist ein Multicast. Replicates Reliable. Compile Safe. Der Multicast-Event will einen Input haben. Statt Boolean nehmen wir hier ein Montage und nennen das Ganze Montage.
Wir wollen, dass der Server in einer Wiederholung ist und rufen diese Replikationsereignisse hier mit Multicast auf. Das heißt Replicate Wiederholung oder wiederholend. In dem Beispiel als Multicast. Der Server ruft dann hier so einen Multicast auf. Unser Multi-Rolling. Und hier stecken wir dann die Steckverbindung zu unserem Rolling-Montage ein. Also zu dem hier. Wir gehen in den Content-Browser und suchen nach dem Montage und über das File-Symbol hier einmal einstöpseln. Wichtig hier ist, dass der Server die Montage zur Multicast sendet. Das heißt, der Server hat hier die Kontrolle darüber, wann er die Multicast sendet, diese Montage. Und an der Stelle können wir dann die Play Montage aufrufen. Im Play-Event die Montage einstöpseln. Und bei der Skeleton Mesh Component, da holen wir uns einfach hier links das Mesh und stöpseln den ein. Das müsste soweit passen. Man kann es aber auch vom Server bekommen, indem man einfach hier das rauszieht in Skeleton Mesh Component und hier einfach reinstöpselt. Das Ganze können wir hier uns sortieren, einmal umbenennen in Mesh. Und hier vorne können wir dann den Mesh einfach hinzufügen. Das geht auch. Hier hat er meine Montage irgendwie rausgeschmissen. Die hole ich mal wieder. Hier mag er meinen Multi-Rolling nicht mehr mit New Param. Schlägt mir vor, das nochmal zu holen. Das machen wir just. Multi-Rolling. Stöpseln das Ganze wieder an und den Mesh. Holen uns wieder die Montage über das File-Symbol. Dann ist die Fehlermeldung auch weg. Kompilieren, speichern. So gehen wir das Mesh im Grunde auf Serverseite einfach weiter in Skeletal Mesh Component und die Montage entsprechend bei der Multicast. Und alles wird im Grunde hier dann auch entsprechend gesendet an der Stelle. Auf der Serverseite wollen wir das Rolling dann danach wieder zu False setzen. Hier an der Stelle. Hier fehlt noch die kleine Pin-Variable. An der Stelle einfach ziehen, hochschieben, fertig, kompilieren und speichern. Die Logik lässt sich wie folgt realisieren. Wir ziehen das einmal hier nach rechts hin, stöpseln das wieder raus, holen uns einen Branch mit B und verwenden diesen. Die Condition ist unser Rolling, True oder False. Verbinden das hier auch mit der Setter. Wenn es True ist, soll er es halt auf True setzen. Mit Alt entkoppel ich den hier und mache einen Haken hin. Heißt, wenn hier bei dem Branch ein True kommt, dann soll er das entsprechend setzen auf True. Das heißt, hier oben unser Rolling, wenn das hier True ist, ich klicke mal drauf, dann ist entsprechend hier unser Rolling True und gibt das True dann weiter an das Set. Der setzt das hier auch auf True, auf der Serverseite. Und wenn es entsprechend True ist, soll er diese Animation Multi-Rolling entsprechend spielen über unser Multicast. Und wenn unser Rolling False ist, dann soll er es einfach zurücksetzen auf False, das Ganze. Jetzt müssen wir hingehen, unser Server Rolling aufrufen und es auf False setzen. Wie wir das Ganze machen, ist auf der Multicast-Seite geregelt. Wir können sagen, wenn die Animation hier on complete, wenn die fertig ist, dann sagen wir dem Server Bescheid, Server Rolling, und belassen das hier dann entsprechend bei False, ohne den Haken. Das Ganze wird das entsprechend wieder auf False setzen. Das heißt hier in der Geschichte und in dem Zweig hier. Und dann kann der Spieler wieder rollen beim nächsten Mal. Das Ganze probieren wir einmal aus. Erstmal mit einem Spieler als Klient. Ja, ich drücke Space, aber die Animation spielt noch nicht. Wir sind aber schneller unterwegs. Wir müssen das Animationsevent natürlich auch aufrufen. Und zwar das Ganze muss ja auch genutzt werden. Dafür ist das Interface ja auch da. Beim HeroChar, da holen wir uns dann das Mesh
dort die Animationsinstanz, getAnim-Instanz. Unsere Rolling State brauchen wir dann. Blueprint Hero Anim Rolling State. Und verbinden das Ganze hier. Lasst uns eine Branch nutzen dafür. Das heißt, reichen dann die Condition einfach weiter. Unsere State. Wir nehmen State. Das Ganze wollen wir hier auch weiterreichen. Unser Rolling ist an der Stelle True. Wenn wir hier reinkommen, wenn das Ganze hier wahr ist, der Wahrheitswert wird ja weitergeleitet, dann wollen wir hier reinspringen, in den Rolling State, über das Interface entsprechend die Animation anschmeißen und dann diese Montage hier spielen. Der ganze Prozess ist dann True im Grunde und das Blueprint Interface braucht auch dieses True hier. Einmal Haken setzen, um das Ganze spielen zu können. Und wenn er das durchgespielt hat und complete, sagt er im Grunde dem Server Bescheid, dass Rolling wieder false ist. Und der geht dann hier diesen Weg über die False-Zweig und setzt das Ganze auf False hier. Kompilieren, speichern. Wenn das Ganze false ist, dann soll das ja auch deaktiviert werden. STRG D. Haken raus. Bei False 2 geht er hier rein. Und im True voll wieder oben rein. Und sagt unserem Interface Bescheid. Und der Animationsinstanz. Bei Multirollen auf Serverseite können wir es auf True setzen, wenn es True ist. Und entsprechend False setzen, wenn es False ist. STRG D. Kopieren wir mal das runter. Der Zweig hier ist jetzt nicht so relevant, hier Mesh, Montage, weil wenn der State false ist hier und er nicht ins Rolling übergehen soll, dann wird er hier entsprechend auch nicht im True-Zweig landen, sondern soll einfach nur über die Interface-Geschichte informieren, dass er false ist und die Animation nicht gespielt werden soll. Heißt, dass hier im Grunde das alles hier ignoriert wird, bis auf den False-State, der durchgereicht wird im Multicast über den Weg, über False und dann hier den State auf False setzt in dem ganzen Interface, dann weiß die Animation, okay, ich bin nicht Rollen, ne, da kommt dann False an und Rolling ist dann halt auf False gesetzt in der Animation. Kompilieren und speichern. Gut, wenn jetzt Rollen True ist, schauen wir uns mal an, was passiert da. In unserem Animationsgraph vom Greystone. Wenn er hier im isRolling ist, wenn das True ist, dann wird er uns den Full Body machen, den Full Body Slot. Und wenn er hier unten False ist, da wollen wir den Upper Body Cache, den wir gemacht haben, einmal nutzen. Entfernen. Upper Use Cache Pose Upper Body Cache. Nicht den Full Body, den wir hatten, sondern diesen Upper Body Cache. Kompilieren, speichern. Hiermit müsste er den Rolling Slot nur nutzen, wenn Rolling auch True ist. Heißt, dann wird er uns diese Animation anzeigen. Und am Ende, wenn wir Rolling wieder deaktivieren, an der Stelle hier, dann müsste er diesen Upper Body Cache wieder nutzen und nicht mehr rollen. Also unser Idle, Jogging oder Sprinting. Ja, ich hoffe, dem konntet ihr folgen. Das ist noch nicht ganz so beginnerfreundlich, diese ganzen Animationssachen und Blueprints. Aber wenn man einmal drin ist in der Materie, ist es im Grunde durchaus machbar, um verschiedene Animationen mit dieser Methodik herzustellen. Lass uns das Ganze einmal ausprobieren hier. Dass wir uns beim Rollen nicht in die anderen Animationen bewegen. Das liegt daran, dass wir hier beim Greystone Roll die Enable Root Motion eingestellt haben. Ich gehe mal hier auf die FBX Greystone Roll und da haben wir unsere Enable Root Motion und die erlaubt, dass wir in diesem State bleiben, im Full Body, solange die Animation läuft. Der Unterschied zwischen Animation und den Montagen ist im Grunde, dass die Montagen
nicht grün sind. Die Animationen sind grün hier und man kann die über Zeit auch editieren. Für so Basisanimationen ist natürlich so eine Animationsdatei ausreichend. Über die Montage ist noch mehr möglich. Da kann man verschiedene Animationen aneinander koppeln, um halt bestimmte schöne visuelle Effekte zu erzielen. Da kommen wir irgendwann im Laufe des Kurses nochmal hinter, um einige Animationsfeatures ins Spiel einzubauen. Halt wie gesagt über diese Notifies-Funktion, wo man verschiedene Gegebenheiten zu bestimmten Zeitslots im Grunde ausführen kann. Dafür ist so ein Notify gut, den man halt in der Montage nutzen kann. Heißt, die meiste Zeit wirst du einfach in der Montage Animationen machen, was die Regel ist. Weniger jetzt in der Source, sondern eher so in dieser Kombination aus Animationen in der Montage. Jetzt wollen wir das Ganze einmal mit 2 Spielern ausprobieren und schauen, ob das auch funktioniert. Ich starte mal als Client. Alles klar, das funktioniert auch im Multiplayer. Das ist natürlich ziemlich cool. Der ist auch ein bisschen weiter weg am Rollen, aber das ist ja so beabsichtigt. Man will ja von der Gefahrenzone einfach abhauen und so kann man rollen. Das Feature von heute ist natürlich interessant auch für PvP-Spiele, wo Spieler gegen Spieler Charaktere spielen, um einfach von so einer Gefahrenzone kurz mal abzuhauen und sich neu zu sortieren. Das Ganze muss man natürlich mit so einer Stamina-System, so einem Ausdauersystem noch erweitern, damit die Spieler nicht ständig spammen und dann einfach wegrollen, um dem Ganzen einfach einen Riegel vorzuschieben, dass sie nicht ständig irgendwo hinrollen dürfen. Sonst sieht man irgendwann, dass Spieler Pro-Gamer technisch ständig am Rollen sind, um Zeit zu sparen, nicht nur um Gefechten aus dem Weg zu gehen, was nicht schlecht sein kann. Bei uns werden wir allerdings so ein Austauschsystem einbauen. Alles klar, das war's für dieses Video und ich sehe euch im nächsten Video. Bis dann!